Der Frühling ist schon so gut wie vorbei, aber echte Frühlingsgefühle kennen keine Jahreszeiten. Du hast dich in deinen Arbeitskollegen oder deine Arbeitskollegin verliebt? Das ist erstmal eine delikate Angelegenheit. Bei uns beiden war das genauso. Was kannst du also tun? Wir zeigen dir, wie wir das gemacht haben. Gleich nach dem Intro. Ich bin Jonas. Ich bin Priscilla. Herzlich willkommen bei Bucher Media. Wir kreieren Content für Content Creator, die sich persönlich, kreativ und professionell weiterentwickeln wollen. Zweimal die Woche bekommst du hier ein Video, welches aus dir einen erfolgreichen Content Creator macht. Probier es aus und abonniere den Kanal. In dieser etwas speziellen Folge, die nicht nur für Content Creator und Kreative ist, zeigen wir dir, wie wir aus einer delikaten Situation eine 16-jährige Ehe kreiert haben und dabei waren wir mit ein paar Unterbrechungen auch 16 Jahre lang fast Arbeitskollegen. Dieses Video hat 4 Teile. Im ersten Teil geben wir dir ein paar Tipps, wie du dich in der Anfangsphase verhalten kannst, da wo noch ganz viel unsicher und zerbrechlich ist. Im zweiten Teil geht es darum, wie und mit wem du deine neue Beziehung kommunizierst und wie das so bei uns ablief. Und im dritten Teil geben wir dir ein paar wertvolle Tipps, um das Ganze auch langfristig durchziehen zu können, damit die ganze Verliebtheit nicht in einer Beziehungs- und Karrierekrise endet. 5 Geheimnisse für eine erfolgreiche Zusammenarbeit als Paar haben wir dir hier schon mal gelüftet. Und zuletzt zeigen wir dir ein passendes Projekt aus unserem Portfolio als Content Creator. Ein Trailer für den Film Benjamin Button. Eine Geschichte über eine zeitlose Liebesbeziehung im wahrsten Sinne des Wortes. Aber jetzt legen wir einfach los. Erste Regel, und die müsst ihr befolgen. Zieht immer die gleichen T-Shirts an. Das Aber bringt euch mega voran. Was? Nicht genau gleich, so mit Nuancenunterschied. Tipps für die Anfangsphase. Also du bist in deine Arbeitskollegin oder deinen Arbeitskollegen verliebt und er oder sie weiß noch gar nichts davon. Ich habe ein paar Minuten Recherche betrieben auf YouTube und geschaut, nach was die Leute so suchen, wenn es um dieses Thema geht, und war ich auch ein bisschen erschrocken, weil da ganz hoch gerankt kam, wie kann ich meine Arbeitskollegen verliebt machen? Das ist ganz schön merkwürdig. Jedenfalls steckt dahinter ein komisches oder auch falsches Bild von Beziehung und von Liebe an sich. Denn egal, was dir irgendwelche Beziehungs- und Flirt-Coach-Arschlöcher auf YouTube erzählen, jemanden verliebt machen ist grundsätzlich die falsche Herangehensweise. Mach dich verletzlich, sei ein Mann, sei du selbst. Dann brauchst du niemanden zu manipulieren. Nur so mal am Rande. Gut, nun zu unserer Geschichte. Also ich hatte mich ja Hals über Kopf in dich verliebt. Ja, das Blöde war, oder du sagst dem, die delikate Situation, du warst ja mein Auszubildender und ich der Lehrling. Die Lehrlinge, die Lehrlingline. Die Auszubildende. Also, was habe ich gemacht? Ich war mega mutig. Ich habe nämlich immer geschaut, wann du dich auscheckst, weißt du noch, früher mit diesen Karten. Du hast mich beim Auschecken ausgecheckt. Ich habe dich beim Auschecken ausgecheckt. Auf jeden Fall habe ich dann auch gleich PC runter und so weiter, bin auch hin, ausgecheckt, dir hinterher auf deinen Arsch geguckt und dann dich angesprochen. Da habe ich noch ganz viel Skateboard gefahren. Ja, du hattest einen knackigen Arsch. Ja, auf jeden Fall, dann habe ich dir einfach mega viele Fragen gestellt, so Interesse bekundet durch Fragen stellen. Auf dem Nachhauseweg, genau. Und du warst natürlich mega knapp mit Antworten, aber das hat mich nicht eingeschüchtert. Und dann bin ich einfach dran geblieben. Und einmal abends, da kam ich nämlich selber von der Party nach Hause und ich sah, dass bei dir noch Licht brennt. Und dann bin ich hin, habe geklingelt und ab da haben wir uns dann privat getroffen. Ja, stimmt. Und ich glaube, das Fragestellen, das war auch gut, weil es ist so eine nette Art, Interesse zu bekunden. Es hat dann nicht viel mit mir zu tun, sondern eher mit dir. Ja. Und du konntest so drauf eingehen. Ja, aber das war alles eigentlich zu privater Zeit, also nicht auf der Arbeit. Gell? Nein. Auf der Arbeit war ich ganz professionell eine Auszubildende. Ja, und ich muss zugeben, es war ja schon ein bisschen stalkermäßig, dass ich an deiner Tür geklingelt habe. Aber es war auch so für mich, ich war schon Monate so verliebt in dich, dass ich so dachte, entweder ich checke es jetzt aus, ob da diese Anziehungskraft auf Gegenseitigkeit beruht,
oder eben nicht und dann kann ich das auch loslassen und dann über ihn hinwegkommen. Ja, und für mich war da schon eine Hürde da, nur weil wir eben zusammenarbeiten, dass ich da eigentlich nicht so drauf eingestiegen bin am Anfang. Nächster Punkt, Kommunikation. Jetzt seid ihr also plötzlich zusammen und ihr seid auch Kollegen. Wie gesagt, delikat. Wie kommunizierst du diese neue Situation und vor allem mit wem? Die Arbeit ist ein wichtiger Teil im Leben, sie gehört zum Leben, deswegen ist uns das Konzept der Work-Life-Balance auch irgendwie suspekt, haben wir dir hier mal schon ein Video gemacht. Und die Beziehung gehört natürlich auch zum Leben. Arbeit und Beziehung sind wichtige Aspekte des Lebens und wenn man die zusammenbringt, macht man sich quasi doppelt verwundbar. Und das ist an sich schon krass. Und nun ist es wichtig, wie man damit umgeht, weil Geheimniskrämerei ist langfristig nie eine gute Lösung. Außerdem ist es vielleicht für die Beziehung schon mal ein erster Test. Wenn ihr nämlich da klar einen Tisch macht und es kommuniziert, dann ist schon ein gewisses Commitment gefragt. Und da ist man dann auch an dem Punkt, will man das oder will man das nicht. Ja. Genau, also zuerst so in dieser Dating-Phase haben wir natürlich unsere junge Liebe geschützt und das noch nicht offen gemacht. Und dann haben wir das veröffentlicht und das sind auch ein paar lustige Sachen passiert und wir hatten aber einen Plan, wir sind da ganz intelligent vorgegangen, respektiv du hattest einen guten Plan. Willst du uns davon erzählen? Ja, ich habe dann meinen Chef zu mir nach Hause eingeladen, habe gesagt, ja, ich würde gerne mal mit ihm ein Bier trinken und was besprechen und das haben wir dann eben gemacht, er kam vorbei und dann habe ich ihm das so gesagt, ich habe gesagt, ja, also Priscilla und ich, wir sind jetzt zusammen. Ich wollte ihm das als erstes sagen und das ist wichtig, diese Exklusivität, das erst deinem Vorgesetzten zu sagen, weil der muss das natürlich wissen. Auch wenn es ihn eigentlich nichts angeht, aber es geht ihn irgendwie schon was an. Und es war auch eine gute Erfahrung, weil er hat dann gesagt, er hat seine Frau auch so kennengelernt und das war schon mal mega gut, weil ich wusste ja überhaupt nicht, wie er reagiert. Ja, das war mega erleichternd, gell? Ja. Dann weiß man schon, er weiß, wie das ist. Und ja, genau. Ja. Und im zweiten Schritt haben wir dann so eine kleine Feier, nicht Feier, Apero sagt man in der Schweiz. Wie sagt man dem eigentlich? Es gab ein bisschen was zu trinken und Snacks und so haben wir zu uns das ganze Team von der Arbeit nach Hause eingeladen und das dann da auch nochmal ganz offiziell verkündet. Und da war es eben gut, dass ich vorher schon mit meinem Chef geredet habe. Der war dann da natürlich auch dabei und wusste aber schon Bescheid. Was wolltest du sagen? Genau. Ja, da war es auch lustig, weil da eine ältere Angestellte war und die hat dann so zu mir gesagt, aber deine Ausbildung, die wird jetzt nicht leichter, nur weil du mit Auszubildenden zusammen bist. Und das fand ich so lustig, weil den Gedanken hatte ich gar nicht, als könnte man sich im Büro hochschlafen. Ja, könnte man, glaube ich, schon. Ja, aber nicht bei dem Unterschied. Du warst jetzt nicht irgendwie ein Chef oder so. Ja, und so eine kleine Veranstaltung zu machen, ist halt einfach auch ein Zeichen der Großzügigkeit und auch dafür, dass wir die Liebe feiern wollen. Und das war einfach ein guter Rahmen, um das offiziell zu verkünden. Bei leckerem Essen kommt dann auch nicht viel Gegenwind, gell? Dann besänftigt man die Leute schon. Ja, und das war halt ein wichtiger Schritt, eine wichtige Grundlage für unsere Beziehung, weil wir konnten uns dann so arrangieren auf der Arbeit. Es war kein Versteckspiel mehr, alle wussten Bescheid und das war auch einfach für uns einfach dann easy. Mhm. Und eben, wie gesagt, wir wussten dann auch voneinander, dass wir damit okay sind. Das war schon was Stärkeres dann. Genau, es war nicht einfach so nebenher, sondern man wird ja ab dem Moment auch beobachtet, weil man sagt, okay, wir probieren das Projekt Beziehung und dann ist es so offiziell. Ja. Das gibt einem auch einen Ansporn, dran zu bleiben und es ernst zu meinen. Ja. Dritter Punkt, Beziehung mit Zukunft. Hier wollen wir euch wirklich dieses Video ans Herz legen. Schaut da rein, wenn euch das interessiert. Wir haben für dich zusammengefasst, welche Punkte uns wirklich geholfen haben, 16 Jahre eine Liebesbeziehung und eine Arbeitsbeziehung zu führen. Und zwar von dem Punkt an, wo man nur verliebt ist, bis zu dem Punkt, wo es echt ernst wird. Also erstens Fragen stellen, interessiert sein, das Gegenüber wirklich kennenlernen, Gemeinsamkeiten herausfiltern und betonen. Das wäre der erste Punkt.
Der zweite Punkt, mutig sein, Gefühle zu zeigen und auch Gefühle zu kommunizieren. Gerade in der Anfangsphase, so wichtig. Dann der dritte Punkt, mutig sein, Schritte in ein Commitment zu gehen. Denn wenn man die Abmachung als Paar füreinander nicht treffen kann, dann macht eine Beziehung auf lange Sicht auch überhaupt gar keinen Sinn. Wenn ihr euch aber beide investiert und ein Ja füreinander findet, dann habt ihr wirklich das Fundament, auf das ihr in Zukunft bauen könnt. Und 5. Und das war dann die Kommunikation, was wir gesagt haben mit diesem offiziellen Apero. Kommunikation, das kommt bei uns irgendwie oft vor. Aber so wie wir nach außen sprechen, werden wir auch agieren. Also wenn wir jetzt sagen, so nebenher, ja, wir sind jetzt zusammen, wir schauen mal, wie es wird oder mal schauen, ob er es bringt, dann werde ich in Wirklichkeit tatsächlich immer nur beobachten, ob er es bringt und ob er meine Erwartungen entspricht. Wenn wir aber sagen, wir haben uns verliebt und wir möchten gemeinsam das Projekt Beziehung am Arbeitsplatz angehen und wir sind auf das Abenteuer der Up und Downs gespannt, dann ist das sehr detailliert, aufrichtig und visionär, weil man zeigt, ja, man weiß, dass es Up und Downs geben wird in Beziehungen, man weiß, dass es eine Arbeitsbeziehung ist. Dann birgt sich da eine positive und ehrliche Kraft. Ehrlich ist, dass Beziehungen immer mit Up und Downs verknüpft sind. Und positiv ist, dass ihr es als Abenteuer seht, als gemeinsames Abenteuer. Ja, und das ist Beziehung. Es ist keine Erwartungshaltung an den Partner, sondern es ist Abenteuer. Die Realität ist halt so, dass man sich ja auch mal streitet und wenn man einen Partner hat, mit dem man nicht zusammenarbeitet, geht man danach einfach in die Arbeit. Aber wenn man sich streitet, dann geht man zusammen in die Arbeit und ist dann dort zusammen auf der Arbeit. Und das war schon am Anfang auch mega schwierig, weil da muss man dann richtig sich entscheiden, jetzt professionell zu bleiben. Wenn man nämlich sich streitet, zum Beispiel am Mittag, dann geht man zusammen wieder auf die Arbeit und muss was zusammen machen, das ist richtig schwierig. Da muss man sich schon darauf gefasst machen, weil das wird kommen, früher oder später. Ja, und was ist jetzt die Lösung? Dass man erstens natürlich versuchen sollte, sich zu vertragen. Und wenn das nicht geht, muss man halt wirklich kurz auf Pause schalten auf der Arbeit. Genau. Und danach weitermachen, am Abend sich wieder versöhnen oder ausdiskutieren. Weil es darf natürlich nicht sein, dass man plötzlich auf der Arbeit anfängt zu diskutieren über Beziehungssachen. Genau. Ja. Man kennt das ja auch sonst. Bei dem Menschen ist man eher so, bei dem gibt man sich eher so. Und das ist definitiv auch möglich in der Partnerschaft, dass wenn das Umfeld anders ist, dass man sich einfach zusammenreißt und auf Pause drückt, sich auf die Arbeit konzentriert und dann später die Sachen ausdiskutiert und löst. So, und jetzt noch wie versprochen ein Projekt aus unserem Portfolio. In dem Film geht es jetzt nicht um eine Beziehung mit Arbeitskollegen, aber dafür auch um eine Liebesbeziehung mit einem ganz schön langen Zeithorizont. Aber wir sehen uns schon in 40 Sekunden gleich nochmal. Viel Spaß mit dem Trailer. Nimm dir einen Moment Zeit und stell dir vor, du lebst dein Leben rückwärts. Wie er. Während alle anderen alterten, Daisy, Benjamin, wurde ich jünger. wir treffen uns in der Mitte. Brad Pitt, Kate Blanchett. Woran denkst du? Daran, dass nichts ewig wird. Ausgezeichnet mit 3 Oscars. Manches währt ewig. Der seltsame Fall des Benjamin Button. Die Free-TV-Premiere. Nächsten Sonntag 20.15 Uhr Pro 7. Wir hoffen, dass dir dieses Video gefallen hat. Abonniere gerne den Kanal für mehr Content für Content Creator. Bis zum nächsten Video. Und derweil seid mutig, offen, ehrlich und vor allem seid nett zueinander.